Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir haben gestern im Livestream mit dem Paladin 89 Level gepusht innerhalb von 2 Stunden und auf F9 haben wir ja jetzt schon quasi so den 31. Da ist ja jetzt schon Neujahr, das heißt, die Events auf dem Server sind schon aktiv. Ja, das sind auf jeden Fall auch wieder einige und unter anderem ist der Neujahrs-Sale auch schon mit am Start. Den kann man bereits schon auf F9 im Webshop sich beobachten oder auch schon kaufen. Ja, auf den anderen Servern außerhalb von F9 wird das Ganze für euch dann morgen stattfinden. Der Neujahrs-Sale enthält das Feuerwerkspaket, was euch 3000 Pilze gibt und 10.000 9.999 für die Kleinkarierten. Lucky Coins für 100 Euro. Welchem Wert entspricht das? Welchen Wert entspricht das? Wenn man jetzt quasi die Lucky Coins in Pilze umrechnen würde, dann wäre dieses Paket quasi, hätte das einen Wert von 4000 Pilzen. Also die Lucky Coins sind auch nochmal 1000 Pilze wert, wenn man sich das so umrechnen möchte und nicht unbedingt diese Schwarzmarktpakete sich holt oder ja, sich irgendwie Lucky Coins erfarmt oder so oder erfarmen möchte und regelmäßig am Glücksrad dreht. Da kann man den Sale schon wahrnehmen. Es ist auf jeden Fall besser als die 20% Aktion, die auch im Shop herrscht. Ne? Das müsst ihr euch wie immer natürlich selbst überlegen, ob euch das Ganze hier das wert ist oder nicht. Für die Leute, die am Rad drehen, ja, für euch da draußen, die immer am Rad drehen, wäre das Ganze hier relativ interessant. Ja, wie immer könnt ihr mich natürlich auch mehrkostenfrei supporten, wenn ihr hier den Code DORZA eingebt und dann bekomme ich da auch nochmal anteilig ein bisschen was. Deswegen vielen lieben Dank, Grüße gehen raus, auch Dankeschön das ganze Jahr über für den heftigen Support, auch mal wieder über den Creator Code, genauso wie letztes Jahr. Ist da wirklich wieder krass was zusammengekommen, was wir natürlich auch dann durch zahlreiche Giveaways hier auf dem Channel und ja, Spenden dann auch wieder zurückgeben konnten, ein Stück weit an euch und an ja, Organisationen da draußen. Deswegen danke, danke, danke auf jeden Fall. Ansonsten sind wir gestern auf EU17 auch nochmal ordentlich durchgedreht. Ja, zum Thema am Raddrehen. Kommen wir hier nochmal zurück zum Thema. Ich weiß nicht, ob der Verlauf hier noch drin ist. Ja, hier ist noch das Ende zumindest. Wir haben hier echt gut gepusht auf jeden Fall. Wer das Ganze nochmal, ich glaube, hier ist nicht ganz alles drauf, aber wir haben mit, ja, also wir haben auf jeden Fall 89 Level gemacht. Und wer das Ganze nochmal komplett sehen möchte, da ist die Wiederholung zum Beispiel noch live auf Twitch. Ja, vor 13 Stunden haben wir das hier gestreamt und ja, wir waren hier 3 Stunden live. 2 Stunden haben wir den Paladin-Push gestreamt. War auch wieder ein sehr, sehr cooler Stream gewesen. Danke dafür an der Stelle auch. Könnt ihr euch sehr gerne reinziehen. Generell auch vielen lieben Dank. Wir haben dieses Jahr auf Twitch gestartet. Es sind jetzt hier fast 3000 Follower. Das in der kurzen Zeit ist auf jeden Fall schon echt extrem krass auf jeden Fall. Deswegen vielen lieben Dank. Auch Dankeschön für ja, den ganzen Support und die ganzen Subs und alles, was da rauskam. Jetzt dieses Jahr, da hätte ich echt nicht mit gerechnet, dass wir dann doch ja, so eine positive Resonanz hier auf der Plattform dann auch kriegen. Ja, für mich ist das ja immer noch relativ neu, sag ich mal, als Streamer, als Zuschauer jetzt nicht. Ja, da bin ich schon sehr, sehr lange hier auf der Plattform, aber als Streamer bin ich ja immer noch relativ neu. Wie gesagt, wir haben dieses Jahr angefangen und haben hier schon auf jeden Fall einiges erreicht, würde ich mal so sagen. Und ja, vielen lieben Dank auch wirklich an alle Leute, die hier wirklich was dazu beigetragen haben hier. Das ist wirklich fernab von selbstverständlich, wirklich, das ist durchgedreht auf jeden Fall. Ihr seid hier alle durchgedreht, ja, und deswegen Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen, der hier den Channel auch auf Twitch supportet hat, dem das gefällt, was ich hier auch auf Twitch mache, und deswegen danke, kann ich da nur sagen. Das ist echt verrückt auf jeden Fall auf der Plattform hier, und ja, ich bemühe mich auf jeden Fall auch dann nächstes Jahr, das ist auch eins meiner großen Ziele auf jeden Fall, hier auf
der Plattform für euch dann auch die Drops zur Verfügung zu stellen, damit ihr dann auch ja, bei mir zuschauen könnt und ja, eventuell auch ja, in-game einen Mehrwert habt, sag ich mal. Das habe ich mir groß auf die Fahne auch für 2025 geschrieben, dass wir hier auch irgendwie Drops bekommen, denn wenn es möglich ist, ne, das wäre auf jeden Fall cool und ich denke mal, das würde wahrscheinlich auch viele freuen. Deswegen, falls ihr noch nicht Follower seid, ja, könnt ihr sehr gerne hier kostenlos auf das Herzchen klicken und dann ja, könnt ihr mich begleiten auf meiner Reise und mal schauen, wo das Ganze so weiterhin so hinführt. Ne? Deswegen danke auch auf jeden Fall. Und ja, wir haben hier auf dem Server tatsächlich sehr viele Level in sehr kurzer Zeit gemacht. Ich hatte meine Begleiter null equipped gehabt, wirklich 0, 0, 0, ja, also weder Steine noch Equipment, es war hier, die hatten wirklich gar nichts gehabt, ja, und jetzt sind wir hier full equipped, full Steine und ja, sind full Legendary, wir sind fast full Legi Gem sogar mäßig fast hier am Start und ja, das kam zustande, weil wir im legendären Dungeon ja, oder beziehungsweise weil wir zu einem Zeitpunkt in dem Spiel den legendären Dungeon gepusht haben, wo man sehr, sehr schnell in kurzer Zeit sehr viele Level pushen kann. Das haben wir auch getan. Und ja, durch den legendären Dungeon haben wir es geschafft, in kürzester Zeit sehr viele Epics auch zu bekommen. Das bekommt man ja in dem LD auch, abseits der Legis, bekommt man ja auch viele Epics. Und dadurch haben wir wirklich in Windeseile, ja, kann man so sagen, nicht nur mich, sondern auch die Begleiter komplett equipped, was zu einem extremen Level-Push geführt hat. Und das war quasi hier meine Ausgangssituation, bevor wir angefangen haben. Ich habe wirklich auch auf die Uhr geschaut. Wir haben wirklich ja, roundabout 2 Stunden an dem Push gesessen und haben es dann halt innerhalb von den 2 Stunden geschafft, mich um was waren das? 89 Level zu katapultieren von 129, Ausgangslage auf 218, ja, und die Statpunkte auch dementsprechend zu verbessern, plus alle meine Begleiter auch zu equippen und denen dann quasi Steinchen zu geben und uns dadurch dann wirklich sehr, sehr schnell in den Leveln hochgrinden konnten. Das Ganze war natürlich auch relativ preisintensiv, sag ich mal, von den Pilzen her. Ne? Wir haben roundabout, glaube ich, so, lass mich nicht lügen, 6.000 ausgegeben. Wir waren aber auch sehr verschwenderisch. Ich hätte zum Schluss mir auch Pilze sparen können. Ich wollte aber auf Teufel komm raus noch so, ne, so viel wie möglich in kurzer Zeit an Level pushen und habe dann noch meine letzten Pilze verbraten, bis die Gegner halt nicht mehr gingen, so, ne? Und ja, das ist dann quasi hier das Endresultat gewesen. Mit dem Paladin hat auch sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Mit dem Pala so ein bisschen hin und her zu pushen. Wir haben ein Dämonenportal, können wir auch mal angreifen. Das haben wir quasi gewone-shottet, ja. Also das war auch ein sehr cooles, ja, Unterfangen. Hier sieht es so aus, als ob wir den Gegner auch besiegen könnten. Und ja, mit dem Paladin haben sich die Dungeon Fights natürlich ja, sehr gut angefühlt, wenn man mal wirklich jemanden hatte, wo man denkt, okay, krass, der liegt jetzt nicht. Und auf einmal haut man dann doch so eine Healing-Kombo raus oder haut sehr viel Damage durch den ja, durch den zweiten Stellungsmodus vom Paladin raus. Ne? Und das macht dann auch schon definitiv Spaß, muss man so sagen, beim Dungeons kloppen. Und ja, hier den Dämonenportalgegner besiegen wir jetzt auch wieder. Ja, sehr, sehr cool. Das gibt uns dann auch nochmal ein bisschen Leben dazu. Und ja, das hat definitiv gestern gut gebockt, sag ich mal so. Ne? Wir haben, wenn man mal so bedenkt, wir haben so hier in dem Bereich haben wir angefangen zu pushen. Ja, das war fast am Bottom der Gilde und sind jetzt hier wieder relativ weit oben mit dabei. Ja, sehr, sehr cool. Ansonsten auf dem Server, wenn wir uns mal hier so ein bisschen umschauen,
Dann haben wir hier momentan 57.000 Spieler, ja, fast 58.000 registrierte Spieler auf dem Server hier. Nach wie vor dominiert natürlich der Paladin, das ist ganz klar. Und auf den ersten Rängen sieht es auch sehr, sehr stark aus. Turor ist natürlich hier weiterhin vorne, ne, hat hier sehr, sehr gut hingepusht. Das haben wir ja in einem der vergangenen Videos gesehen, auch wenn er ja höchstwahrscheinlich nicht lange spielen wird und relativ frühzeitig wahrscheinlich wieder seine 7 Sachen packen wird, so wie man das eben von Turor halt kennt. Hat er halt trotzdem irgendwo Rekorde so mäßig aufgestellt, ne? Geht natürlich auch immer so ein bisschen danach, ja, wer den dickeren Geldbeutel hat, das ist natürlich auch klar, ne? Aber so ein bisschen Basiswissen muss man trotzdem von dem Spiel haben, um halt eben auch ja, zu so einem Ergebnis zu gelangen auf jeden Fall, ne? Also mir ist das in den Kommentaren immer wieder aufgefallen, sobald ich Turor im Titel habe, sind die Kommentare eigentlich durchweg negativ so, ne, weil die meisten von euch Turor schon gar nicht mehr sehen können, irgendwo großartig, ne, kann ich auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise zwar nachvollziehen, dass man so denkt, aber auf der anderen Seite, ja, was macht der Spieler großartig so, ne? Er pusht die ersten paar Ränge, pulvert sein Geld zum Fenster raus so, finanziert dadurch auch ein Stück weit das Spiel und verschwindet nach einem Monat wieder und das Geld bleibt halt bei Playa. Das hat halt nur den Besitzer gewechselt und das ist so, als ob es Turor nie gegeben hätte, weil er seinen Account danach sowieso auf Eis legt. So, ne? Also von daher kann es ja einem eigentlich egal sein. Also theoretisch, wenn man jetzt hier irgendwo ein Spieler hier unten wäre oder so, ne, sag ich mal in dem Bereich, nur man denkt sich so, fuck, Alter, ich komme niemals so weit hoch wie Turor oder so, ne? Den werde ich ja niemals einholen. Den kann man sich ja quasi schon wegdenken, den Namen. Den gibt es ja gar nicht, denn weil der sich sowieso wieder löscht oder so, ne? Ja, ansonsten auch Canis hier auf dem Server ist wohl auch extrem krass dabei, ja. Hatte ich in dem Video letztes Mal nicht ganz so beleuchtet, weil mir halt die Information nicht zutage getragen worden sind, sag ich mal so, ne? Ich habe halt nur die Rekorde von Turor gesehen, aber nicht das, was Canis hier auch gemacht hatte, ne? Er hatte seine Festung auch schon komplett gemaxt und alles, ne? Also hat hier auch schon sehr, sehr viel Geld auf jeden Fall auch in dem Account anscheinend drin, aber eben auch ja, sehr, sehr viel schon Fortschritt auf dem Server hier gemacht. Deswegen auch GZ an der Stelle, ne? Muss man auch einfach so sagen. Ansonsten sind die Jungs von The Magazine auch sehr, sehr gut dabei. Holy Order nach wie vor auch sehr, sehr stark mit am Start. Und die Palahons, ja, die Palahons sind hier auch sehr, sehr gut am Start. Schöne Grüße auch an die Gilde auf jeden Fall. Sind ja auch sehr viele, hatte ich gesehen gehabt, die hier auch unter anderem die Videos schauen. Deswegen schöne Grüße an die Palahons. Ich finde den Namen auch sehr, sehr geil auf jeden Fall. Finde ich sehr cool. Und ja, wünsche der Gilde hier auch nur das Beste und sehr, sehr viel Erfolg auf jeden Fall auf dem weiteren Weg hier auf EU 17, ne? Dass das mal auch so an der Stelle gesagt ist, ja, die Palance. Jo, genau. Und dann werden wir einfach mal schauen, wie sich das Ganze hier so in der Zukunft auf dem Server entwickelt, ne? Wer hier so das Rennen auf lange Zeit machen wird. Ja, ansonsten bleibt mir hier eigentlich nichts weiter zu sagen, dass wir das Ganze noch weiterhin beobachten, wie sich das hier so in der Ehrenhalle auch entwickelt. Und ja, ich werde mal schauen, wie lange ich hier noch den Paladin weiterhin spielen werde. Ich denke mal, ich werde ihn noch ein bisschen weiterhin testen, ne? Vor allen Dingen wird er jetzt halt für mich interessant, wenn wir so Gegnertypen besiegen müssen, an denen wir jetzt erstmal so nicht weiter vorankommen, jetzt nicht unbedingt Magier, aber halt eben so andere Gegner, die sehr, sehr stark sind. Gut, gegen die haben wir jetzt noch nicht so wirklich Chancen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel so Gegner besiegen, die ja gerade so machbar sind, ne, wo wir halt aber eben verdammt reinlacken müssen, und das wird für mich halt interessant dann rauszufinden als Paladin. Ja, und das ist, warum ich hier eigentlich angefangen habe, weil ich halt eben sehr geile Kombos vom Paladin sehen möchte in den Dungeons, die mir sehr geile Dungeon-Kämpfe halt eben anzeigen, so, und das kann man mit den Paladin halt durchaus kriegen, ne? So eine richtig geile Healing-Kombo, man ist auf, keine Ahnung, 5% Leben runter und auf einmal ist man wieder Full Life, weil man ganz viele Mal hintereinander geblockt hat und so und sich dann healt, ne?
Das finde ich sehr geil und deswegen spiele ich auch den Paladin jetzt erstmal noch ein bisschen weiter, gucke mir das Ganze in Ruhe an und ja, das soll es erstmal soweit auch sonst von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.